Also wenn man hier auf das Grundstück fährt, dann kann man schon vor dem Tor spüren, dass hier ein Schatz verborgen ist. Wenn man hierher kommt, erfüllt es eine gewisse Sehnsucht nach draußen sein, bei sich sein, weil es wirklich ein meditativer Ort ist, der gleichzeitig aber auch zu einer hohen Kreativität einlädt. Mein Name ist Martin Blau und ich spielte die Rolle des Bauherrn. Wir sind in einer Wassermühle in der Elbtalaue. Allgemein heißt das immer Wendland. Und wir sind schon sehr nah am Wald und am Feld. Wenn man hier ist, bekommt man die Natur, man bekommt eine Schönheit und man bekommt den Trubel der Natur, wenn man so will. Ich bin Daniel Schöning und ich bin der Architekt der Wassermühle. Also die Mühle insgesamt hat eine Fläche von 600 Quadratmetern, die wir als Wohnfläche und eben auch als einzelne Zimmer nutzen. Da ist dann das kleine Gästehaus, was es hier gibt, noch mit dabei. Neben der Mühle selbst und dem Gästehaus gibt es auch noch eine Scheune. Und wir haben für diese Scheune eine Baugenehmigung erwirkt und ist somit wie ein kleines eigenes Wohnhaus. Das Grundstück selbst als Grundstück, das zu einer Mühle gehört, ist jetzt ein Grundstück mit einem See, den man auch zum Baden nutzen kann, der auch wahnsinnig viele Fische hat. Man kann wirklich einen Spaziergang um den ganzen See drumherum machen. Also er fühlt sich wirklich an, als würde er zum Gebäude dazugehören. Die Mühle ist umgeben von 4 Hektar Land. Da ist der See mit eingeschlossen. Und wenn man 4 Hektar Land hat, dann ist das ein Paradies. Es gibt ein Ruderboot, Sie können endlos spazieren gehen. Also man kann seinen Platz hier definitiv finden. Also erbaut wurde die Mühle 1870, war dann als Wassermühle ja tatsächlich auch in Nutzung, auch über den Krieg hinaus. Und also was Materialien angeht, befinden wir uns wieder in einem Bereich, wo das, was da ist, eine große Rolle spielt. Nicht zuletzt, weil es da ist, sondern auch, weil es noch denkmalgeschützt ist dazu. Dass wir bei vielen Sachen sagen, wir wollen die behalten, auch wenn man sie verändern muss dazu. Das betrifft das Fachwerk, die Holzstützen, Wände, die wir rausgenommen haben, sind nicht wirklich rausgenommen, weil sie konstruktiv einfach stehen geblieben sind, mit einer Holzstruktur und einer Holzfarbe, die sehr, sehr schön ist. Wir befinden uns ja jetzt hier gerade in dem alten Kornspeicher. Also genau hier, wo wir saßen, war das Korn und wurde dann durch Löcher nach unten den Mühlsteinen zugeführt. Der Mühlensaal unter uns ist ein total gutes Beispiel, weil das der Raum ist, wo wir gesagt haben, also eigentlich müssen wir den Raum wirklich so belassen, wie er ist. Und deswegen haben wir dort mit ganz, ganz wenig Eingriffen einen Raum erhalten, der sich trotzdem auch nicht fremd anfühlt. Also er fühlt sich genauso an, als würde er dazugehören. Wir haben relativ viel verändert im Erdgeschoss. Der sogenannte Transmissionsraum, also der Raum, wo die Getriebewelle durchläuft, einmal komplett von der Wasserseite bis nach vorne, wo über große Räder die Keilriemen die Mühlsteine angetrieben haben. Und wenn man jetzt unten im Eingang steht, sind rechts und links die Wände geöffnet und ich kann den kompletten Erdgeschossgrundriss überblicken. Und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wenn ich über Räume rede, dann rede ich immer darüber, dass ich Räume verstehen will, dass man ihre Dimension erkennt und dass man sofort eine Orientierung hat. Und das haben wir hier an ganz, ganz vielen Stellen gemacht.
dass unsere Materialien, die wir hier eingesetzt haben, sich verändern, dass sie mitleben. Das ist ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig war. Wir haben ein altes Gebäude, das viel mitgemacht hat, und das haben wir ergänzt durch Stahl, den wir tatsächlich als Schwarzstahl naturbelassen haben. Wir haben als steinernes Material nochmal Beton mit dazugefügt, der wirklich als graue Betonplatte, als Waschtischplatte, als Küchenarbeitsplatte auch erkennbar ist. Alle Wasserhähne, Armaturen sind aus Messing. Messing tatsächlich auch so belassen, dass es mit der Zeit altert, dass es eine Patina bekommt. So ist dieses Gebäude wirklich nicht auf dem Papier entstanden und dann wurde es einfach umgesetzt. Wir haben hier sehr viel vor Ort überlegt, ausprobiert. Und damit ist dieses Gebäude tatsächlich langsam zu dem geworden, was es jetzt ist. Und in dem Moment, wo ein Mensch oder Menschen beeindruckt von diesem Ort und von dem, was hier als Innenraum entstanden ist, sind, also in dem Moment, wo gespiegelt wird, dass der Raum gefällt, dass man sich hier wohlfühlt, ist alles gelungen. Es gibt Dinge, die sind uns gut gelungen. Es gibt viele kleine Dinge, die manchmal durch Zufall oder dann eben geplant oder geglückt sind, wo ich sage, ja, das ist gut, das ist gelungen. Und es gibt Dinge, die die Mühle einfach vorgibt, wo sie sagt, komm, jetzt lass mir das mal, lass mir meinen Balken da drin. Der ist doch eh schön. Kann man sagen, ja, stimmt, der ist schön, lassen wir. Und insofern kann ich nicht so richtig sagen, dass es wirkliche Schwierigkeiten gab. Und das ist auch ein Verdienst der Mühle.